Hallo und herzlich willkommen zum Böker-Video über Klingenform. Das ist wieder ein Basiswissen-Video. Wir fangen mal an mit der heutzutage am meisten verbreiteten Klingenform. Das ist die Drop-Point-Klinge. Die hat eben eine lächelnde Schneide, so nennen wir das, und der Rücken fällt zur Spitze hin etwas ab. Die ist eben extrem vielseitig. Der Jäger kann damit aufbrechen, wenn er die Spitze mit dem Finger schützt. Er kann damit häuten. Man kann als universeller Outdoor-Anwender, man kann auf dem Brett damit schneiden oder die Pizza auf dem Karton, was auch immer. Man kann es eben als Lebensmittelmesser verwenden. Man hat hinten eine Gradfläche, wo man beim Schnitzen viel Kraft drauf kriegt und wo die Schneide nicht aus dem Schnitt rutscht, und eben vorne den abfallenden oder steigenden Teil. Und außerdem hat das Messer natürlich auch, wenn es notwendig sein sollte, durch den fallenden Rücken ein gewisses Penetrationsvermögen. Sollte man mal einen Futtersack aufmachen sollen oder stechen, kann ja auch in dem Fall mal ein Anwendungsbereich sein, der nötig ist. Hier haben wir das Theckler & Koch MP7 PDK, was wir für die bauen. 14C28 Stahl, wunderbares Ding. Und die Drop-Point-Klinge hat sich eben auch sehr durchgesetzt bei den Klappmessern. Genauso mit denselben Vorzügen. Alles, was davon abweicht, wirft oft schon Fragen auf bei vielen. Es taucht immer wieder auf, dass sie sagen, warum gibt es diese Klingenform? Und heute geht es darum, wo kommen die Klingenformen her und wofür werden sie verwendet und welche Vorzüge haben sie. Und was ganz wichtig ist, hier geht es nicht um Vollständigkeit. Es ist unmöglich, alle Klingen abzubilden, und es geht auch gar nicht darum, die wichtigsten abzubilden, sondern vielleicht sogar die exotischsten, weil die oft die meisten Fragen aufwerfen. So, und was nicht weit entfernt ist vom Drop-Point, das ist das Bowie. Das Bowie hat hier am Rücken bei Säbel nennt man das Shore. Falsche Schneide wird auch gesagt, als Fehlschärfe wird dieser Teil hier bezeichnet. Und hier sieht man, dass das, was beim Drop-Point nach außen gebogen ist, eben nach innen gebogen ist. Hier heißt es, dass es für mehr Penetrationsvermögen sorgen soll. Das könnte ein Grund sein. Die Messer werden aber auch altsächsische, diese Klingenform wird auch als altsächsische Klingenform bezeichnet, weil sie zum Beispiel bei angelsächsischen, schottischen, einschneidigen Kampfmessern zu finden ist. Das hier, das ist aus unserer Eigenfertigung, das Böker Bowie, die größte Klinge, die wir im Hause verarbeiten. Und das hier ist ein sogenanntes Sheffield Bowie, ich sage es nur mal der Vollständigkeit halber, oder die werden so bezeichnet. Die amerikanischen Bowies hatten tatsächlich gerade Parierstangen, und die europäischen, die in Solingen hergestellt wurden oder eben in Sheffield, die hatten dieses S-Parierstück, das war die gute Importware. Der Name geht zurück auf James Jim Bowie, der in der Schlacht um Alamo dabei war und ich glaube auch gefallen ist. Der Legende nach war er ein exzellenter Messerkämpfer und hat das Bowie von seinem Bruder geschenkt bekommen, weil bei einem Duell einmal sein Revolver versagt hat, dass er sich eben im nächsten Fall mit einem sehr großen Bowie verteidigen konnte. Im Wilden Westen, in der Siedlerzeit und Gründerzeit, waren die noch sehr viel größer als unsere ausgewachsene Klinge hier. Bei Taschenmessern ist es dieselbe Form, aber man nennt sie oft Hechtklinge, oder wir im Solinger Branchensprech bezeichnen sie als Säbelskniep. Eine Sonderform von diesem Bowie, von dieser Bowie-Spitze, da geht es ein bisschen durcheinander. Das ist die Clip-Point-Form. Und da ist manchmal strittig, was als Clip-Point-Form bezeichnet wird oder nicht. Eine saubere Abgrenzung wäre für mich, wenn man sagt, was hier keinen Schwung nach innen hat, also nicht konkav ist an der falschen Schneide. Das ist eben eine Clip-Point-Form. Ben Peterson von Narves, also Inhaber der Marke Narves, Designer des Banter, und der dieses wirklich schöne Plakat gemacht hat, Modern Guide to Knives, Our Oldest Tool. Der hat eine schöne Aufstellung von Klingenformen, eine schöne Übersicht da drauf. Und bei dem ist eine Clip-Point-Form eine Bowie-Form, die sehr kurz abgesetzt ist. Die Kalaschnikow-Modelle haben das zum Beispiel. Ich habe hier gerade kein Beispiel. Von den Bowies geht es weit weg nach Japan zur Tanto-Form. Das, was wir als Tanto im Kopf haben, vor Augen haben, wenn wir Tanto sagen, ist oft das sogenannte American Tanto, das aus 2 Schneiden besteht, das hier unten diese abgesetzte Ecke hat. Tatsächlich sahen die historischen Tantos etwas anders aus. Die haben diese Rundung hier vorne. Die sind ein ganz weiter, flacher Radius und ein etwas steiler, wenn man das mal technisch ausdrückt. Das sind sehr stabile Klingenspitzen, und die hatten halt die Funktion im alten Japan, das waren Lederpanzer, die hatten, Lederplattenpanzer, eine robuste
Schneide zu haben, eine robuste Spitze, um die Plattenpanzer zu durchdringen. Was man heute immer mehr macht, hier zum Beispiel das Sanyo von Guy Poggetti, ist ein Franzose, auch wenn es italienisch klingt, dass man auch diese historischen Tanto-Formen immer weiter übernimmt. Dann gibt es etwas, das bezeichnen wir als Reverse Tanto, hier mal beim AK1. Alternativ, ich meine wirklich, dass es keine Abgrenzung zwischen den beiden Begriffen gibt. Das ist die Wharncliffe-Klinge. Das haben wir hier bei einem Kirke von Alessandra De Santis oder auch beim Magnum Cliff Vaughn, also die Wharncliffe-Klingen. Und hier wird die Schneide lächelt noch leicht und die Spitze ist abgesetzt. Bei diesen relativ geraden Schneiden, die haben immer einen Vorteil, bei kurzen Klingen vor allem, weil der Schnitt, die Klinge nicht aus dem Schnitt läuft. Man kann sehr effektiv die Schneidenlänge hier nutzen. Und das ist noch stärker ausgeprägt bei den sogenannten Lambfoot oder Sheepfoot Klingen. Ich mache da keinen Unterschied zwischen Lambfoot und Sheepfoot. Man könnte sich vorstellen, dass halt der Schafshuf hier Namensgeber für die Form war. Ich glaube aber tatsächlich sogar noch eher, dass die Verwendung Ursprung der Bezeichnung war, weil ich kenne diese Klingenform vor allem von sogenannten Klauenmessern, wo eben die Hufe von Schafen hauptsächlich eben mit diesem Messer kürzer geschnitten wurden, ja, gestutzt wurden letztendlich, wie man das so bei Katzen, bei Haustieren auch macht zum Beispiel. Praxistest, also hier, wie gesagt, diese Klingenformen sind eben immer ganz wunderbar, um Taue zu schneiden, um Verpackungsmaterial zu schneiden. Gurte, dafür ist das jetzt schon ein bisschen kurz. Und heute, wofür benutzt man Messer? 80% bei allen Tätigkeiten im Paketversandzeitalter natürlich, um Kartons aufzumachen. Und da haben diese geraden Klingen mit der niedrigen Spitze eben ihre speziellen Vorteile. Heute ist es halt so, dass man viele Kartons aufmacht. In meiner Kindheit brauchte man, um Milch zu trinken, zwar keine Kuh mehr, aber um dran zu kommen, brauchte man immerhin noch ein Messer oder eine Schere. Heute ist überall eine Lasche. Diese Messer, wie gesagt, die findet man überall, also diese Klingenform findet man überall, wo mit Tauen zum Beispiel gearbeitet wird, so eben auch bei Seglermessern, hier mit unserem Katamaran von der Marke Magnum. Und nachdem von der Klingenbasis die Messer schneiden zuerst, so haben wir angefangen, zur Spitze hin gestiegen sind sie jetzt gerade geworden und jetzt gehen die Schneiden in die andere Richtung und da gibt es vor allem die Hawkbill-Klinge. Die Hawkbill verbindet man mit dem Karambit oder auch Kerambit, wird unterschiedlich geschrieben, ist ja eine Transkription aus einer anderen Sprache. Das ist eine Messerform, die wird vor allem benutzt im malaysischen Raum, auf dem malaysischen Archipel, in Indonesien und auf den Philippinen. Das Bundeskriminalamt hat diese Messerform 2011 als Waffe eingestuft. Das entspricht vielleicht der Wahrnehmung der jüngeren Zeit. Vom Ursprung her ist das aber ein Messer aus einer Zeit, als es noch nicht wirklich eine Trennung zwischen Gebrauchsmessern und Messern als Waffen gab. Und hauptsächlich, es wurde zur Selbstverteidigung genutzt, hauptsächlich war es, um Kräuter zu ernten. Es war halt ein Erntemesser, ähnlich geformt wie eine Sichel. Sicheln sind halt wirklich, beschreiben halt einen großen Teil einen Kreis. Und dieser Ring war dazu da, dass man das Messer fallen lassen konnte und mit den Händen arbeiten konnte, ohne das Messer abzulegen. Das gibt es heute noch als Prinzip, die Ringmesser mit einer ganz kleinen Klinge drauf bei Floristen. Genau bei dieser Tätigkeit, wenn die Bouquetblumen, also Blumensträuße zuschneiden und dann zusammenbinden. Dann arbeiten die viel mit den Händen und müssen oft diese Schnitte viele Schnitte mit der kleinen Klinge machen, um den Blumenfaden abzuschneiden. Und das hier ist eigentlich ein ähnlicher Ursprung. Das Messer hier, das ist unser Spike Kerambit, ist ganz klassische Form, ziemlich ähnlich wie der Cold Steel Steel Tiger, über den damals der Feststellungsbescheid vom BKA gemacht worden ist. Den Feststellungsbescheid, das kann man alles nachlesen. Feststellungsbescheide lesen hilft immer. Es schafft einem selbst Sicherheit. Teilweise ist es sehr amüsant. Deshalb immer mal reingucken. Hier nochmal eine modernere Interpretation. Das Hellkerambit von Alessandra De Santis wieder. Hydra Knives finde ich wirklich ein exzellentes Ding auch. Sehr ähnlich der Hawkbill-Klinge ist die Billhook-Klinge. Hier beschreibt die Kurve nach innen wirklich einen 90-Grad-Winkel. Und das kenne ich eigentlich wirklich nur von Gartenwerkzeugen und der Jungwuchspflege. Schweizer Gertel zum Beispiel, das ist eine Art Machete, die hat diese Form und das wird eben benutzt, um Rosensträucher zurückzuschneiden. In Amerika wird es, im Englischen wird es Pruner genannt, die Franzosen nennen es Serpette, kleine Schlange von der Form her. Das ist wie gesagt nochmal so gesehen eine Extremform der
der Hawkbill-Klinge. Hier haben wir ein Modell von Old Bear, von Italienern. Walnuss, auch immer wirklich dicke Messingzwinge, guter Verschluss. Auch schön gemacht, die Dinger. Okay, von Messerformat und Gartenwerkzeugen kommen wir jetzt zu Großgerät. Da möchte ich auf jeden Fall noch den Parang vorstellen. Stammt kulturhistorisch vom malaysischen Archipel, von der Inselgruppe dort. Eine synonyme Verwendung ist Golok oder Golok-Machete. Hier haben wir eben eine geschwungene Machete, die sich nach vorne verbreitert. Das war die erste Wahl als Outdoor-Werkzeug von John Wiseman. Das ist der Verfasser. Der war ein SAS-Trainer der britischen Spezialeinheit und hat den SAS Survival Guide geschrieben. Kleines Buch, so groß wie eine Tabakschachtel, nicht ins Deutsche übersetzt, lohnt aber auf jeden Fall. Und der war so Fan von diesem Parang, weil er sagte, man teilt sich den auf in 3 verschiedene Zonen von Schliff. Vorne ist ein feiner Schliff, damit man beispielsweise Häuten und feine Schneidarbeiten damit machen kann. Im mittleren Bereich ist ein steilerer, grober Schliff für Hackarbeiten und hinten ist wieder ein feiner Schliff, um zum Beispiel zu schnitzen und zum Schnitzen vor allem, zum Stöckefedern und Ähnliches, braucht man eben wirklich auch einen flachen Schliff. Heute sämtliche industriell gefertigten Parangs haben alle einen einheitlichen Schliffwinkel. Das ist natürlich einerseits einfach in der Produktion. Die zweite Geschichte ist aber auch, dass die meisten Leute diese Aufteilung der Schliffwinkel nicht verstehen würden und sagen würden, die Machete ist eben nicht sauber abgezogen. Hier sind noch ein paar moderne Beispiele von CRKT. Ken Onion Design, die Half a Chance Machete, die hat wirklich eine schöne, finde ich, eine sehr schöne Parangform. Hier mal was ziemlich Kurzes von FKMD, Fox Knife Military Division aus Maniago. Schon eher ein normales Survival-Messerformat. Und zu guter Letzt, auch wenn es lateinamerikanisch klingt, die El Chete von Tops, aber ich sehe da auch am ersten eine Parangform drin und auf keinen Fall eine Latin-Machete. Vom Aufbau der Klinge relativ ähnlich sind die Kukris. Die kommen aus Nepal. Man sieht auch, die haben diese hängende Form. Ich sehe gerade hier wo ich sagte, das ist die traditionelle Golok oder Parang, aber es gibt eben auch welche, die haben diesen Innenradius hinten. Das sieht man hier bei der CRKT. Das ist auch historisch. Und der Kukri hat das sehr ausgeprägt. War eben auch ein Agrarwerkzeug, das auch als Waffe verwendet wurde. Heute, das hier ist unsere Heavy-Duty-Kukri-Machete aus der Magnum-Serie. Die ist heute noch in Verwendung bei den Gurkhas. Das ist eine nepalesische Eliteeinheit innerhalb der Royal British Army. Und darüber hat der Kukri auch seinen Eingang in die Heraldik, also in die Wappenkunde gefunden, weil, ich meine, 2 gekreuzte Kukris sind deren Symbol. Hier auch nochmal eine moderne Interpretation von Fox Knife Military Division, auch wieder ein bisschen kleiner. Die haben 2 unterschiedliche Schliffwinkel drauf, auch deutlich abgesetzt, aber interessanterweise genau umgedreht. Hier ist vorne der feine und hinten der steile. Damit waren wir beim Großgerät. Was auf jeden Fall zuletzt noch rein muss, ist für mich keine Frage die Dolchform. Die Dolchform lässt nicht sehr viel Interpretationsspielraum für die Anwendung. Schillers Bürgschaft, was wolltest du mit dem Dolche? Sprich, Kartoffeln schälen, verstehst du mich? Nein, nicht glaubwürdig. Also ein Dolch ist ein Kampfmesser, ganz klar. Die europäischen Dolche sind zweiseitig geschliffen und symmetrisch. Ein Dolch ist aber eben auch ein Sammlerobjekt, weil er unheimlich ästhetisch ist. Und der Dolch hat mit diesem hier, dem Fairbairn & Sykes, britisches Kampfmesser, wurde vor dem Zweiten Weltkrieg designt, hat es den Eingang auch in die Heraldik gefunden. Das hier gilt als die Mutter aller modernen Kampfmesser und ist in stehender Form mit Flügeln bei Luftlandeeinheiten und Ähnlichem Teil ganz vieler Wappen von Spezialeinheiten und Luftlandeeinheiten. Das war wirklich nur ein exemplarischer kleiner Überblick über einige Klingenformen, die vielleicht die meisten Fragen aufwerfen. Und ich denke, dass man von hier aus auch, wenn man andere Klingenformen sieht, sich leichter vorstellen kann, in welchem Bereich diese Klingenformen ihre besonderen Stärken haben. In diesem Sinne, wie immer hoffe ich, es war was für euch dabei. Ihr kennt eure Aufgaben. Liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Ansonsten bleibt neugierig und habt eine gute Zeit.